Ein 4-Bay Hybrid NAS aus dem Hause TerraMaster für gehobene Ansprüche. Das ist das F4 425 Plus, welches nicht nur durch ein außergewöhnliches Metallgehäuse punktet, sondern auch einiges an inneren Werten mitbringt und sich wirklich lohnt anzusehen. Wenn du dich auch für ein NAS auf dem Advanced Level interessierst, dann bist du hier genau richtig. Bleib dran, nach dem Intro, dann machen wir weiter. Ja, hallo, ich bin Thorsten von Haus & Technik und willkommen zurück zum Video und schön, dass du wieder dabei bist. Ja, heute möchte ich dir ein 4-Bay Hybrid NAS von TerraMaster vorstellen. Warum Hybrid? Ganz einfach, weil du in dieses NAS neben 4 normalen HDDs oder SSDs noch 3 NVMe SSDs in einem Verbund nutzen kannst. Wie das aussieht, das schauen wir uns später nochmal an. Ja, im Detail sprechen wir heute über das TerraMaster F4 425 Plus. Dieses NAS aus der Kategorie Advanced Level bei TerraMaster gehört zur aktuellen Modellreihe 2025 bzw. 2026. Der maßgebliche Unterschied zum F4 425 ohne Plus aus dem Entry-Level ist neben dem sofort ersichtlichen ansprechenden Metallgehäuse der Plus-Version die durchaus bessere technische Ausstattung der CPU, Speicher, Netzwerk und so weiter, die wir uns aber gleich im Detail nochmal ansehen werden. Weiterhin hat das Entry-Modell, also die F4 425, keinerlei NVMe-Slots und wie gesagt, das Plus hat davon 3. Ja, schauen wir einfach mal auf die technischen Daten. Eingeblendet seht ihr, ne? Also CPU haben wir hier eine Intel N150 Quad-Core CPU, die kann bis maximal 3,6 GHz entsprechend getaktet werden. Beim RAM haben wir hier 16 GB DDR5 RAM. Das kann aufgerüstet werden auf bis zu 32 GB. Aber hier gibt es nur einen Slot. Heißt also, man kann nicht zusätzlich ein Modul installieren, sondern man muss das Modul austauschen. Ja, beim Speicher, heißt also Festplattenspeicher, können wir bis zu 144 Terabyte entsprechend installieren. Das Ganze geht über 4-mal diese SATA-Slots, ne, wo ich entweder HDDs oder SSDs entsprechend hineinpacken kann. Das heißt, hier habe ich bis zu 120 Terabyte, die ich installieren kann. Das Ganze setzt sich daraus zusammen, dass man maximal 4 Festplatten à 30 Terabyte entsprechend verbauen kann. Bei den NVMe SSDs von den Slots haben wir 3, hatte ich gerade schon gesagt. Da können 3x8 Terabyte jeweils verbaut werden, heißt also maximal 24 Terabyte. Hier ist vielleicht noch wichtig zu erfahren, dass dieser PCIe 3 Slot oder diese Lane, die wir da im Hintergrund haben, nur einmal vorhanden ist und nicht jede NVMe eine eigene hat. Beim Gewicht sind wir bei 2,9 Kilogramm, was für ein Gerät dieser Größe mit einem Metallgehäuse völlig normal ist, ne? Natürlich ohne HDD und SSD. Bei den Abmessungen ist das Gerät relativ kompakt. Also wir sind hier in Höhe, Breite, Tiefe, ne? Wenn wir das mal so sehen, 15 cm hoch. Wir sind in der Breite 18,1 cm und in der Tiefe 21,9. Wenn man sich Wettbewerber anguckt, die sind da schon durchaus größer gedacht. Ja, schauen wir uns an, was sehen wir auf der Vorderseite. Auch dazu kurz eingeblendet hier ein Bildchen. Klar, wir sehen natürlich die 4 Schächte, ne, in denen sich die HDDs dann verbergen. Wir sehen im oberen Bereich rot umrandet entsprechend den Power-Button und dort sehen wir auch einen USB 3.2 Typ A-Slot, der bis zu 10 Gigabit pro Sekunde kann. So, und unten sehen wir die 5 entsprechenden LEDs, die sind sehr dezent gehalten, wie ich finde. Da gibt's andere, die haben da, weiß ich nicht, mehr Leuchtreklame im Gehäuse. Davon ist eine Power-LED und 4 sind entsprechend für die HDDs vorgesehen. Ja, schauen wir uns auf der Rückseite mal um. Da sehen wir natürlich den 120 mm Lüfter, der natürlich einen Großteil der Rückseite entsprechend einnimmt. Ich muss sagen, das Geräusch von dem NAS, also inklusive Lüfter, habe ich nicht als störend empfunden. Das war sehr angenehm und leise, muss ich sagen. Hat mich etwas überrascht. Ich habe da schon lautere Kandidaten gehabt, aber das ist wirklich sehr, sehr angenehm. Ganz oben auf der linken Seite sehen wir da ganz fein da den Reset-Knopf. Da muss man dann mit einer Büroklammer rein, wenn man da wirklich mal dran muss und muss diesen Knopf da drücken. Ist auch nicht ganz unüblich. Also von daher, das passt auch.
Darunter sehen wir den HDMI-Anschluss, aber hier ist bitte Vorsicht geboten. Dieser HDMI-Anschluss ist nicht dafür da, dass ihr das Gerät zum Beispiel ins Wohnzimmer stellt, an den Fernseher anschließt und dort Bilder oder Videos schaut. Dafür ist es definitiv nicht gemacht, sondern TerraMaster weist da ganz klar darauf hin, dass das für die Einrichtung des Gerätes nur zu nutzen ist, beziehungsweise dass das für die Konsole entsprechend gilt. Heißt also, das ist jetzt kein Anschluss, ne, wie gesagt, fürs Wohnzimmer, sondern für die Einrichtung des Gerätes. Darunter sehen wir zweimal LAN-Anschlüsse, RJ45, die mit 5 Gigabit entsprechend ausgerüstet sind. 5 Gigabit ist etwas ungewöhnlich. Üblicherweise hat man entweder 2,5 oder 10. Hier sind es 2x5. Aber wie gesagt, in dem Leistungsbereich 5 Gigabit, da ist man, glaube ich, für die Zukunft relativ gut gerüstet. Dann sehen wir zweimal USB-Anschlüsse vom Typ A. Die können auch 10 Gigabit pro Sekunde. Und darunter sehen wir noch ein USB Typ C, auch Version 3.2 mit 10 Gigabit pro Sekunde. Und ganz zum Schluss natürlich noch der DC-Anschluss für das Power Supply. Ja, also der Einbau von den 3,5 Zoll HDDs geht grundsätzlich erstmal werkzeuglos vonstatten. Was aber natürlich bei dem Gerät als erstes auffällt, ist, es gibt keine Verriegelungsmöglichkeiten für die HDD-Schächte. Die Bestückung der 3,5 Zoll HDDs, wie ich gerade schon gesagt, geht über die Verriegelungsschienen in der Halterung. Hier sind das ist ein bisschen tricky, ne? Also hier sind die Gummipuffer zur Vibrationsdämpfung allerdings etwas widerspenstig und daher passen die Verriegelungszapfen nur mit etwas Nachdruck in die HDD-Befestigungslöcher. Das geht aber. Man hat nicht den Eindruck, man macht was kaputt, aber es ist etwas bisschen fummelig. So, für die Befestigung von 2,5 Zoll Festplatten liefert TerraMaster natürlich auch entsprechend Befestigungsschrauben mit. Wer dann eine NVMe SSD einbauen möchte oder den RAM von den integrierten 16 GB auf vielleicht 32 GB erhöhen möchte, der muss allerdings das Gehäuse mittels der 4 Schrauben auf der Unterseite lösen. Dann kann das Innenchassis entsprechend herausgezogen werden und dann kommt man an die Einbaupositionen von RAM und auch den NVMEs. Das Ganze ist keine Raketentechnik, ganz klar, aber das schafft der Wettbewerb doch durchaus eleganter. Ja, für die initiale Einrichtung habe ich also mein Testgerät hier mit einer 250 GB NVMe SSD von Samsung bestückt und habe 2 3,5 Zoll Western Digital Red 2 Terabyte HDDs mit in 2 Schächte gepackt. TerraMaster gibt mir jetzt 2 Möglichkeiten, um das NAS einzurichten. Einmal über die Mobile App oder zum anderen auch über die PC App. Ja, üblicherweise bin ich jetzt nicht unbedingt ein Freund von solchen Einrichtungsvorgängen auf einem Mobilgerät. Das ist mir da auf dem Display dann alles zu klein. Dann kommen da kleine Texte, ich kann es nicht mehr richtig lesen. Da sind die Geschmäcker verschieden. TerraMaster bietet das an. Alles gut, man kann das über diese Thematik auch so entsprechend machen. Also ich habe mir jetzt interessehalber die TNAS Mobile App aber erstmal auf mein Android Smartphone runtergeladen. Das gleiche für Apple oder für iPhones geht das natürlich genauso. Das geht total simpel über den QR-Code, ne, der auf der Gehäuseseite entsprechend als Aufkleber vorhanden ist. Und da kommt man dann relativ unproblematisch hin. Ja, so, und wenn man die App installiert hat, sucht die dann eigenständig ein aktives TerraMaster-Gerät im Netzwerk. Ja, etwas spannender macht es TerraMaster, wenn man über sein Mobile Device die Quickstart-Anleitung herunterladen möchte. Dazu gibt es auch einen QR-Code, der zu einem auf diesem im Lieferumfang gehörenden Beiblättchen abgedruckt ist. Da kann man dann auch relativ simpel hin. Das heißt also, dieser Code leitet einen auf eine TerraMaster-Website weiter und die fragt dann erstmal nach einer E-Mail-Adresse. Also ohne die E-Mail gibt es definitiv keine Anleitung. Ne? So, das ist eigenartig, aber so ist es nun mal. Und wenn man das aber dann gemacht hat, findet man in dem Bereich dann alles Mögliche und Notwendige, um das Gerät entsprechend einrichten zu können. Ja, wie gesagt, für den PC gibt es da auch eine entsprechende App, die man auf der TerraMaster Download-Seite erhält. Auch hier muss man sein spezielles Gerät heraussuchen. Ihr seht das auf dem Bild, wo man da ist. Ich packe euch entsprechend den Link auch unten in die Videobeschreibung für den Fall, dass ihr euch das mal ansehen möchtet. Ne, also in meinem Fall musste ich auswählen, ja, ich habe ein NAS. Ich habe ein NAS mit 4 Einschüben und dann kann ich auswählen, dass es da entsprechend das Modell F4 425 Plus ist. Und dann kann ich die App entsprechend herunterladen und installieren.
Ich glaube zwar nicht, dass die App so viel unterschiedlich ist für irgendwelche anderen Modellreihen aus der NES-Serie, aber okay, so ist es halt einfach gemacht. Ja, die erste Einrichtung habe ich dann mit der vorgeschlagenen Default-Einrichtung für unerfahrene Benutzer gemacht und das war ein Fehler. Zumindest in der von mir eingesetzten Drive-Kombination. Erhalten habe ich nämlich dann nach der ersten Installation oder nach der Fertigstellung einen kombinierten Speicherpool aus meiner 250 GB großen NVMe SSD und einer 2 Terabyte HDD, die dann auf 250 GB im Speicherpool beschnitten war. Das war natürlich unbrauchbar, also habe ich gesagt, alles zurück auf Anfang und nochmal. Und dann gehen wir das jetzt nochmal dann eben für Profis durch. So, und für diese Installation habe ich dann für die erste Initialisierung die beiden HDDs entfernt und bin dann nur mit den NVMe SSDs ins Rennen gegangen oder mit der NVMe SSD ins Rennen gegangen. Und die App findet dann ganz wie üblich das NES nach dem Einschalten und gibt da auch eine IP-Adresse an. Die weitere Einrichtung, nachdem da man über dieses Kontextmenü auf Login klickt, erfolgt dann über den Browser und die entsprechende IP. Da leitet die App einen dann automatisiert oder automatisch entsprechend hin. Ja, und hier wird man dann entsprechend darauf hingewiesen, dass das NES noch initialisiert werden muss, weil es ist noch nichts drauf, es ist noch nichts vorhanden. Und dann wird es im nächsten Schritt nämlich interessant. Da kommt man nämlich zu dem Punkt, dass man sich von der defaultmäßig vorgesehenen automatischen Initialisierung, das heißt also hier wird gesagt, für unerfahrene Benutzer, entsprechend zu den erfahrenen Benutzern trennen kann. Und zwar hat man dafür genau 60 Sekunden Zeit, weil man muss jetzt mich hier explizit auf den Escape-Button klicken. Und wenn man das nicht tut innerhalb der 60 Sekunden, dann nimmt er die Default-Einstellung und dann rauscht diese Installation los und man kommt mit dem Ergebnis raus, was ich gerade schon mal beschrieben habe. Also fix auf Escape drücken und dann kann es weitergehen. Ja, jetzt muss man natürlich die einzelnen Schritte manuell durchgehen, aber eigentlich ist das auch gar nicht großartig problematisch, ne? Man wird ja durchgeführt und hier geht ja schon mal los mit entsprechend Bootloader herunterladen und starten. Dann muss ich hier im nächsten Schritt meine HDDs auswählen, ne? Also und hier fehlen mir jetzt ehrlich gesagt Eingriffsmöglichkeiten wieder, ne? Also zumindest was die Auswahl der Festplattengröße angeht, heißt also für eventuelle Volumes und auch natürlich was das RAID angeht. Ich hätte mir hier gewünscht, die Volumes entsprechend in der Größe anzupassen. So nutzt jetzt das System die gesamte Kapazität des Speicherpools und für das eine Volume und verkleinern kann ich das nachher wieder nicht, ne? So, und auch die automatische RAID-Auswahl fällt mir später noch auf die Füße, wie wir sehen werden. So, jetzt im nächsten Schritt muss noch das TOS, also das TerraMaster Operating System Paket heruntergeladen und entsprechend auch installiert werden. Dann muss natürlich hier noch kurz eine Benutzer-Lizenzvereinbarung bestätigt werden und dann kann das weitergehen. Ja, in einem nächsten Schritt müssen wir jetzt noch einen sogenannten Super-User anlegen. Hier wird es jetzt auch noch mal ein klein wenig trickreich, da das System hier nämlich einen starken Benutzernamen erwartet. Allerdings definiert das System nicht, was eigentlich ein starker Benutzername wirklich denn ist. Also die Bedeutung ist unklar. Also habe ich erstmal jetzt versucht, einen Testadmin anzulegen und der war aber nicht stark genug, ne? Also ich denke, alles, was mit Admin im Namen zu tun hat, wird hier entsprechend ausgeschlossen. Ja, also fix einen anderen sicheren Super-User-Namen überlegt, Passwort eingegeben und weiter im Text. Im nächsten Schritt muss hier eine Sicherheits-E-Mail-Adresse eingegeben werden und durch einen Code entsprechend verifiziert werden. Das kann man zwar auch überspringen, ne? Da gibt's hier unten da so eine Leiste, da steht dann drin überspringen für jetzt, aber da muss man vorsichtig sein, dann funktioniert der Sicherheitsmechanismus, den TerraMaster da vorgesehen hat, erstmal nicht mehr. Das heißt, solange diese E-Mail-Adresse nicht verifiziert und validiert ist, gibt's auch keine Möglichkeiten, zum Beispiel, wenn man dann sein Passwort vergisst, das wieder zurückzusetzen. Das würde ich empfehlen, nicht einfach zu überspringen. Das kann einem unter Umständen hinterher auch nochmal auf die Füße fallen. Ne? Also wie gesagt, nicht überspringen, Code senden und nach Erhalt der E-Mail entsprechend eingeben und dann ist der Initialisierungsprozess auch durch.
So, wenn ich mich jetzt hier an der PC-App einlogge, dann funktioniert das auch, ne? Aber sobald ich sage, ich möchte jetzt irgendwie etwas aus dieser App jetzt oder beziehungsweise auf dieser App nutzen, wie zum Beispiel, ich möchte auf den Desktop oder ich möchte auf irgendeine Anwendung, dann verlinkt mich die App wieder automatisiert in das Browserfenster und von daher bleibe ich jetzt auch erstmal im Browser selber. So, und da gucken wir uns jetzt den Speicherpool an und da sehen wir natürlich, dass der Speicherpool 1 beeinträchtigt ist, da dieser mit T-Rate erstellt wurde. Also, das ist das, was ich gerade sagte. Das ist jetzt nicht perfekt. Ne? Also hier hätte ich mir jetzt zum Beispiel gewünscht, dass mich das System gefragt hätte, ob ich überhaupt T-Rate will, weil T-Rate ja anscheinend mit einer einzigen Festplatte jetzt so erstmal so ohne weiteres nicht umgehen kann. Also hätte ich unter Umständen ja ein JBOD oder auch ein RAID 0 eigentlich auswählen müssen, wenn meine Zielsetzung gewesen ist, dass ich das Betriebssystem nur auf eine einzige SSD packe. Bin aber nicht gefragt worden. So, jetzt habe ich den Salat. Ne? Jetzt habe ich einen eingeschränkten Speicherpool. Heißt, ja, ist jetzt erstmal so, wie es ist. Ne? Gut, lassen wir uns aber jetzt erstmal nicht von beeinträchtigen, sondern wir gehen jetzt erstmal her und erstellen aus den beiden anderen HDDs, die wir ja noch im System haben, einen neuen Speicherpool. Und hier kann ich jetzt auch ganz normal das tun, was man von einem NAS erwartet, nämlich ich kann hier sagen, welche Festplatten möchte ich nutzen, ich kann den entsprechenden RAID-Modus auswählen und hier nehme ich jetzt T-Rate, da das für mich einfach mit 2 Festplatten auch am flexibelsten erscheint. Wenn ich nochmal irgendwann eine nachstecke, die dann etwas größer ist, dann fügt die sich dann nahtlos in das System ein und dann funktioniert das eigentlich auch. So, und dann erstelle ich jetzt hier als nächstes ein entsprechendes Volume in meinem neu erstellten Speicherpool 2. Ja, und hier kommen wir dann irgendwie mal zu einem Punkt, da ist die Übersetzung noch nicht ganz richtig. Also ich war jetzt der Meinung, das könnte Französisch gewesen sein, aber also Deutsch war es definitiv nicht. Aber nicht ganz so tragisch. Wir erstellen jetzt hier einfach erstmal ein Volume mit 512 GB und das soll jetzt erstmal dann ausreichen. Ja, in der Zwischenzeit, wo jetzt das System den Speicherpool aufsetzt und das Volume entsprechend initialisiert, können wir uns schon mal mit dem Anlegen eines neuen, normalen, also nicht Super-Users, sondern eines normalen Nutzers beschäftigen und diesen dann auch einer neu zu erstellenden Elterngruppe entsprechend hinzufügen. Im nächsten Schritt möchten wir dann auch noch Daten speichern. Und dafür erzeugen wir uns dann mal einen neuen Ordner und vergeben entsprechende Berechtigungen an die zuvor erzeugte Benutzergruppe. So, jetzt haben wir die bisherigen Ordner alle in dem Volume 1 angelegt, was ja auch im Speicherpool 1 liegt. Das ist jetzt also auf der SSD. Möchte ich ja vielleicht gar nicht. Ich möchte diese Speicher oder diese Ordner ja vielleicht lieber auf einer HDD haben, weil die entsprechend groß sind, eigentlich nur fürs Datengrab und nicht für vielleicht auf einer performanten SSD. Das kann ich jetzt korrigieren, indem ich einfach hergehe und die Ordner entsprechend auf das Volume 2, was auf dem Speicherpool 2 auf den HDDs angelegt ist, entsprechend verschiebe. Ja, zu guter Letzt schauen wir uns das Ganze jetzt auch nochmal über die Mobile-App an. Auch hier gilt jetzt erst einmal einloggen. Nach dem Einloggen erscheint dann die Startseite und hier sieht man schon, da gibt es jetzt einen Medienindex und es gibt Backup-Funktionen für Alben, was auch immer sich jetzt dahinter verbirgt, ob das jetzt reine Fotoalben oder Video oder sonst irgendwas ist, das kann ich jetzt so im Detail noch nicht sagen. Da musste man sich das wirklich nochmal detaillierter anschauen. Aber das ist erstmal so alles auf der Mobile App vorhanden. So, wenn ich jetzt nach unten gehe und in diesen Bereich für mich hineingehe, da kommt man dann in die TNAS-Verwaltung. Das heißt also, hier habe ich Möglichkeiten, zum Beispiel auch das NAS herunterzufahren oder ich komme hier zu den freigegebenen Ordnern, den Benutzern und so weiter und so fort. Das heißt, man kann also aus der Mobile-App durchaus die ein oder andere Funktion des NAS, die man sonst über einen PC oder den Browser hat, auch entsprechend nutzen. Ja, kommen wir nun zum Fazit der Vorstellung des F4 425 Plus und da muss ich sagen,
Das NAS macht einen durchaus gelungenen und soliden Eindruck. Die Hardware-Ausstattung ist gut und kann sich durchaus sehen lassen. Und zum aktuellen Zeitpunkt hier dieser Videoerstellung gibt es das TerraMaster F4 425 Plus bei den üblichen Verdächtigen für rund 630 € zu kaufen. Das ist, wie ich finde, ein durchaus akzeptabler und auch konkurrenzfähiger Preis für die Ausstattung, die wir hier bekommen haben. Da gibt es definitiv Wettbewerber, die rufen für etwas weniger Leistung und weniger Ausstattung unter Umständen höhere Preise auf. Ja, die eingeschränkte Zugänglichkeit von RAM und NVMe ist, wie gesagt, unschön, aber eigentlich nicht wirklich kritisch, weil das RAM oder auch eine NVMe tausche ich nicht im laufenden Betrieb aus. Von daher ist das durchaus machbar, dass ich natürlich sage, gut, ich nehme das Ding vom Netz, ich stöpsel alles ab, drehe es einmal um, Schrauben raus, das Innengehäuse rausziehen, entsprechend das tun, wieder hinstellen, alles gut. Ne? Also daran soll es definitiv nicht scheitern. Der Einrichtungsprozess für das TerraMaster Operating System, also das TOS, das war an manchen Stellen etwas holprig, ne, wie wir das gerade gesehen haben. Ne? Also die eigenwillige HDD-SSD-Konfiguration, die kann einem im Nachgang durchaus Kopfschmerzen und auch Doppelarbeit bescheren. Ne? Und da denke ich, das ist durchaus verbesserungswürdig. Ja, ansonsten der erste Einblick auch in das TOS, egal ob über PC oder auch die Mobile App, erscheint jetzt erstmal nicht unbekannt und birgt für mich erstmal auch keine Überraschung. Ne? Das TOS macht einen aufgeräumten und benutzerfreundlichen Eindruck und es sieht aus, als wären die grundlegenden Funktionen wie Sync, Backup und Medienverwaltung, die sind auch alle enthalten. Den genauen Umfang der Applikationen und was da alles so auch an Funktionalität noch hintersteckt, das muss man sich sicherlich im Nachgang nochmal im Einzelnen ansehen, aber das würde jetzt im Rahmen dieses Vorstellungsvideos auch zu weit führen. Ja, und das war sie auch schon, die Vorstellung des TerraMaster F4 425 Plus NAS-Gerätes inklusive eines kleinen Exkurses in die initiale Einrichtung mittels TerraMaster Operating System. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, hilft euch vielleicht bei einer eventuell anstehenden Kaufentscheidung. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir bitte ein Like da, einen Daumen rauf, hilft mir, hilft dem Kanal. Das wäre super von euch. Wie immer, das Abonnieren des Kanals ist kostenlos. Wenn ihr die Glocke drückt, dann bekommt ihr auch immer mit, wenn ich hier auf dem Kanal etwas Neues mache. Für Anregungen, Frage, Kommentare, bitte nutzt unten die Kommentarfelder. Ich lese alles, ich versuche alles zeitnah zu beantworten. Und ja, dann bleibt mir nur noch über zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, bleibt gesund und gerne wieder hier bei Haus und Technik, eurem Kanal für Technik rund ums Haus. Dankeschön und tschüss.